Du hast Inkontinenzbeschwerden, machst ständig Beckenbodenübung, aber irgendwie bringt es nichts. Sehr häufig sind bei mir Frauen in Behandlung und die erste Frage ist, ich weiß gar nicht, ob ich den Beckenboden richtig anspanne. In diesem Video erfährst du, ob du deinen Beckenboden richtig anspannen kannst, 3 Fehler, die sehr häufig gemacht werden bei Beckenbodenübungen, und mit 3 einfachen Methoden zeige ich dir, wie du sicher sein kannst, dass du den Beckenboden auch richtig anspannst. 2/3 der Frauen mit Inkontinenzbeschwerden können nicht richtig den Beckenboden anspannen. Eine sehr häufige Ursache dafür ist, dass sie diese Muskulatur einfach gar nicht richtig wahrnehmen können. Überall spannt man Muskel an, man hat das Gefühl dazu, aber wenn es um den Beckenboden geht, wissen die einfach nicht, wie es geht. Der erste und häufigste Fehler ist, dass die Patienten das Gesäßmuskel anspannen. Die Po-Muskulatur wird richtig stark angespannt, am Beckenboden selber kommt aber nichts an. Das würde ungefähr so aussehen. Am besten legst du deine Hände auf das Gesäßmuskel, versuchst dann bewusst, deinen Beckenboden anzuspannen, ohne dass die Muskulatur vom Gesäß angespannt wird. Der häufigste Fehler ist, die Patienten machen diese Anspannung, die ganze Gesäßmuskel spannt an, am Beckenboden selber passiert aber gar nichts. Der zweithäufigste Fehler ist, dass man die Oberschenkelinnenmuskulatur, die Adduktoren, angespannt wird. Am besten legst du auch hier deine Hände in diese Position und versuchst ganz bewusst den Beckenboden anzuspannen, aber die Adduktoren, die dürfen nicht angespannt werden. Vor allem merkst du erst dann, wenn du wieder locker lässt, dass du die falsche Muskel angespannt hast. Und der dritte Fehler ist die frühzeitige Anspannung der Bauchmuskulatur. Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, dass du den Bauchmuskel anspannst. Die Bauchmuskulatur ist mit dem Beckenboden verbunden. Das heißt, wenn du den Beckenboden zuerst anspannst und dann die Kraft erhöhst, irgendwann wirst du den Bauchmuskel auch mit anspannen. Verkehrt ist nur dann, wenn die Patienten zuerst die Bauchmuskulatur anspannen und so eine Pressbewegung machen nach unten und am Beckenboden selber passiert dann gar nichts. Und jetzt, wo du weißt, welche Muskel du nicht anspannen solltest, geht es darum, dass du das Beckenboden erstmal richtig anspannst. Die beste Methode dazu ist eine Biofeedback. Das heißt, mit einem externen Input versuchst du deine Beckenbodenmuskulatur besser wahrzunehmen. Und dafür kannst du einfach deinen Finger nehmen. Du kannst diese Übung im Sitzen, im Liegen oder auch liegen in der Badewanne ausprobieren. Du solltest deinen Zeigefinger oder Mittel- und Zeigefinger in der Scheide einführen. Am besten nur die Hälfte oder die ersten Drittel von dem Finger. Du kannst auch Handschuhe nutzen, damit du den Bereich nicht kontaminierst. Führ deinen Finger in die Scheide ein. Es reicht nur die erste Kuppel bis maximal die Hälfte vom Finger. Und dann versuche als erstes, den Beckenboden anzuspannen, so als ob du Urin zurückhalten willst. Spann die Beckenbodenmuskulatur an und in diesem Moment solltest du fühlen, wie der Beckenboden wie ein Ring um deinen Finger herum sich anspannt. Achte darauf, dass du die gesamte Muskulatur tatsächlich wie ein Ring bewegen um deinen Finger sich anfühlt. Achte darauf, ob es Unterschiede gibt, rechts oder links. Du kannst diese Übung sowohl für Ausdauertraining, das heißt, du spannst an und hältst die Spannung eine Weile, oder auch als Krafttraining, das heißt, heftig anspannen und dann wieder locker lassen. Heftig anspannen und dann wieder locker lassen. Der Vorteil ist, dass du nichts Externes dafür brauchst. Die zweite Möglichkeit ist, dass du deine Finger als Feedback nutzt. Du platzierst deine Hände um die Sitzbeinhocker, rechts und links, und sitze tatsächlich auf deine Hände. Und deine Fingerkuppel, die sollen dann in dem Beckenbodenbereich bleiben. Wenn du jetzt in dieser Haltung bist und auf deine Finger sitzt, dann kannst du versuchen, den Beckenboden anzuspannen, so als ob du jetzt Urin zurückhalten willst. Und dann solltest du fühlen, wie der Beckenboden sich von deinem Finger hochhebt
in dein Inneres hinein. Wichtig dabei ist, dass du versuchst, zusätzlich deine Gesäßmuskulatur nicht anzuspannen. Die Bewegung ist minimal und er ist konzentriert auf deinen Fingerkuppel. Ertaste zuerst deine Sitzbeinhocker, platziere deine Finger in Richtung Scheide und Analkanal. Sitz in ganz aufrechter Haltung. Deine Sitzbeinhöcker sind jetzt in der Mitte von deiner Handfläche und in dieser Haltung kannst du dann deinen Beckenboden anspannen und wieder locker lassen. Die Bewegung ist minimal und achte darauf, dass du nicht die Gesäßmuskeln mit anspannst. Und nun die letzte Methode. Dafür kannst du so ein kleines Gerät nutzen. Das ist ein visuelles Biofeedback. Diesen vorderen Anteil führst du dann in die Scheide ein. Bei diesem Modell kannst du zusätzlich noch die Elektrotherapie nutzen, musst du aber nicht. Du kannst hier auch rein das Visuelle nutzen. Du führst den vorderen Anteil in die Scheide ein. In dem Moment, wo du die Beckenbodenübungen machst, spannst du den Beckenboden an und durch die richtige Bewegung des Beckenbodens sollte sich dann diese Antenne vorwärts Richtung Fuß bewegen. Bei der Entspannung von dem Beckenboden bewegt sich dann die Antenne wieder zu dir nach oben. Du kannst diese Methode sowohl im Liegen als auch im Stehen nutzen. Der besondere Vorteil davon ist es, beim Üben kannst du darauf achten, dass du sowohl die volle Anspannung hast, das heißt die Bewegung ist deutlich und koordiniert fußwärts, und dann, wenn du richtig locker lassen kannst, solltest du auch die gleiche Strecke wieder zurücklegen nach oben. Anspannen runter, fußwärts, entspannen, nach oben wieder locker lassen. Ich hoffe, dieses Video hilft dir weiter bei deinem Beckenbodentraining. Lass mir in den Kommentaren, ob du schon von irgendeiner dieser Methoden gehört hast. Und ich freue mich auf dich beim nächsten Video. Tschüss!